Ich beginne nun die ersten Gedanken zum Thema Mensch und will versuchen, mit einem der Paradiesvögel Friedrich Nietzsche, der sicherlich eine Sonderstellung hatte, und Sie werden nicht wenige Vertreter der Philosophie finden, die der Meinung sind, was sich bei denen dann auch am Ende des Tages herausstellt, dass diese Paradiesvögel gar keine wirklichen Philosophen sind. Aber andererseits sind gerade diese Paradiesvögel manchmal auch besonders interessant, auch in der Art und Weise, wie sie bestimmte Sachen zu fassen und zu formulieren verstehen. Und es geht mir jetzt auch nicht darum zu sagen, ich gebe mal eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, sondern ich nehme einen Text, den Nietzsche schon in relativ jungen Jahren geschrieben hat, letztlich in dem Versuch unterwegs, die Erkenntnisperspektive des Menschen in der Welt einer grundlegenden Kritik zu unterziehen. Wenn ich natürlich eine solche Kritik an der Erkenntnisperspektive übe, dann sage ich auch letztlich ziemlich viel darüber, was Erkenntnis eigentlich ist im positiven Sinne. Das ist auch der Grund, warum ich mit Nietzsche anfange. Der Text geht über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne und ist ein Fragment, was posthum aus dem Umfeld entstanden ist, aus dem Jahre 1872. Und Nietzsche schreibt da: In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Hieraus greife ich 3 Fragen heraus. Nietzsche sagt hier, dass der Mensch ein kluges Tier sei, ein geistiges Wesen. Und das ist eine der ganz klassischen Bestimmungen, wo Nietzsche nicht ganz so kritisch zu seinen Vorgängern ist, wie er immer darstellt, wo der Mensch schon lange als ein griechisch gesprochen Zoon, Logon, Echon oder lateinisch gesprochen als ein Animal rationale, vernünftiges Tier erkannt wurde. Das heißt, es ist oft so gewesen, dass der Mensch als ein Tier mit einer besonderen Ausstattung, in der griechischen Version der Sprache oder in der lateinischen eher des Geistes insgesamt oder der Rationalität bestimmt wurde. Der Mensch ist also da ein Tier, das Sprache besitzt, das Geist besitzt. Und dieses Tier, so sagt Nietzsche, hat das Erkennen erfunden. Ich würde das erstmal so verstehen, dass er meint, im Gegensatz zu den natürlichen Umgebungen, in der wir uns befinden, für den Menschen charakteristisch sei, dass er sich auf eine besondere Art und Weise auf die Welt bezieht und Gegenstände bestimmen kann. Damit will Nietzsche behaupten, dass alle anderen Lebewesen sich auf eine andere Art und Weise auf die Welt beziehen. Diese Dinge sind aber an das menschliche, naturgegebene Dasein, seine materielle Beschaffenheit geknüpft, sodass man sich fragen muss, was der Mensch eigentlich ist, wenn man fragt, was sein besonderer Bezug zur Welt ist. Was zeichnet den Menschen aus? Nicht in dem Sinne, dass er besonders toll, hochstehend oder überlegen, die Krone der Schöpfung wäre, sondern einfach nur in einem neutralen und nüchternen Sinne, worin er denn so spezifisch orientiert ist. Welche Tatsachen sind es, die im Menschen zu seiner besonderen Art und Weise führen können, wie er heute lebt und sich und die Umwelt auch durch seine Erkenntnisse der Natur und ihrer physikalischen Naturgesetze gestaltet? Wie kann der Mensch die absolute Wahrheit erkennen und zum Geist und der Weisheit gelangen?